Diese bemerkenswerte Geschichte ereignete sich in dem kleinen Dorf Nimatund in Indien. Das Dorf lag tief im Elefantengebiet, so dass es zu erwarten war, dass die Bewohner diesen riesigen Tieren hin und wieder begegnen würden. Elefanten waren dort so alltäglich, dass die Dorfbewohner kaum mit der Wimper zuckten, wenn einer von ihnen über die Straße ging. Die Menschen versuchten den Elefanten möglichst nicht in die Quere zu kommen. Die Dickhäuter schienen mit diesem Arrangement wiederum zufrieden zu sein und duldeten die Anwesenheit der Menschen. Doch eines Tages bot sich den Bewohnern ein sehr seltsamer Anblick. Ein weiblicher Elefant stand mitten auf der Straße, die aus dem Dorf hinausführt. Die Elefantenkuh machte ziemlich viel Lärm und wedelte mit ihrem Rüssel herum, als ob sie versuchte, die Aufmerksamkeit der Leute zu erregen. Sie schlug nach Menschen, die versuchten an ihr vorbeizukommen, und stampfte aus Frustration mit ihren großen Füßen auf den Boden. Die Dorfbewohner hatten so etwas noch nie gesehen, und das weckte natürlich ihr Interesse. Als die Leute näher kamen, bemerkten sie etwas Seltsames. Etwas, das ihre Herzen mit Emotionen füllte. Der Elefant hatte Tränen in den Augen und die nassen Spuren auf seinem Gesicht zeigten, dass er schon eine ganze Weile geweint hatte. Tatsächlich können Elefanten in besonderen Situationen weinen. Die Elefantenkuh befand sich eindeutig in einer emotionalen Notlage. Aber niemand war sich sicher, warum. Sie hatten keine Ahnung, wie sie ihr helfen sollten oder was sie tun konnten. Glücklicherweise übernahm der Elefant das Kommando, nachdem sich eine kleine Menschenmenge versammelt hatte, und winkte mit dem Rüssel, als wolle sie die Menschen auffordern, ihr zu folgen. Sie machte sich auf den Weg in die Wildnis und drehte sich alle paar Minuten um zu überprüfen, ob die Menschen ihr immer noch folgten. Zum Glück taten sie das. Sie waren zu sehr daran interessiert, was diese arme Elefantin beunruhigte, als dass sie ihrem Alltag nachgingen. Wenn sie irgendwie helfen konnten, würden sie es tun. Schon bald führte der Elefant sie zu einer Lichtung mit einem großen Brunnen, der das Gebiet mit Wasser versorgte. Normalerweise hatte er oben eine Luke, aber die fehlte jetzt. Der Elefant ging hin und stellte sich neben den Brunnen und schaute hinunter. Was die Dorfbewohner dann sahen, schockierte sie und machte sie fast so bestürzt wie die Elefantenmutter. In dem Loch tief unter der Erde befand sich ein Elefantenbaby. Es war eindeutig das Kalb der Elefantenkuh. Das Baby muss hineingefallen und eingeklemmt worden sein. Glücklicherweise war das Wasser flach und der kleine Elefant konnte seinen Rüssel über dem Wasser halten, so dass er atmen konnte. Aber ohne menschliche Hilfe würde er dort unten sicher sterben. Die Dorfbewohner reagierten schnell. Einige Männer rannten zurück ins Dorf, um Menschen zu alarmieren, die Erfahrungen mit diesen Dickhäutern hatten. Die Personen stellten schnell fest, dass sie einen Bagger brauchten, um einen Kanal zu graben, aus dem das Baby entkommen konnte. Doch es gab ein Problem. Ein großes Unwetter zog am Horizont auf und brachte extrem starken Regen mit sich. Wenn der Regen so stark und anhaltend war, wie die Meteorologen vorhersagten, würde er Sturzfluten verursachen, die nicht nur ihre Rettungsbemühungen behindern, sondern auch den Wasserstand in den Brunnen noch weiter ansteigen lassen würden. Wenn er nur um einen Meter anstieg, würde der Elefant kaum noch atmen können und schließlich ertrinken. Das konnten die Männer nicht zulassen. Sie machten sich so schnell sie konnten an die Arbeit. Sie gruben von Hand und mit rudimentären Werkzeugen, bis der Bagger endlich auftauchte. Es ging jedoch nur langsam voran, und als ein Fahrzeug mit dem Bagger auftauchte, hörten sie das Grollen eines fernen Donners. Währenddessen lief die Elefantenmutter nervös hin und her, um den Fortschritt zu beobachten und ein Auge auf ihr Kalb zu haben. Während das Team arbeitete, untersuchte eine Tierärztin das Kalb am Fuß des Brunnens. Sie sah, dass es durch den Sturz mehrere Schnitte und Schürfwunden am Körper hatte und befürchtete, dass sich diese infizieren könnten. Sie konnte eine antiseptische Creme auf die Verletzungen auftragen. Und obwohl es zweifellos brannte, wedelte das Elefantenbaby mit seinem Rüssel, um die Behandlung zu würdigen. Es war ein Glück, dass die Verletzungen nicht schlimmer waren. Als der Bagger grub, lösten sich durch die Erschütterungen mehrere Ziegelsteine von der Oberseite des Brunnens. Sie fielen in den Brunnen, aber das schlaue und gerissene Baby bewegte seinen Körper ständig, um weitere Verletzungen zu vermeiden. Die Arbeiter taten ihr Bestes, um alle überflüssigen losen Ziegel zu entfernen. Sie würden zweifellos große Schmerzen verursachen, wenn sie auf dem Kalb landeten. In der Zwischenzeit schüttete es wie aus Eimern. Der Regen war so heftig, wie die Menschen ihn seit langem nicht mehr erlebt hatten. Aber das trieb sie nur noch mehr an und machte ihren Rettungsversuch noch dringlicher. Die Retter gruben und gruben, aber der trockene Schmutz unter ihnen begann sich in Schlamm zu verwandeln, der an ihren Schuhen und an den Raupen des Baggers klebte. Wenn die Maschine nicht mehr arbeiten würde, wäre das Spiel vorbei. Aber zum Glück ging es weiter und weiter. Nach einer Stunde Graben hatten sie endlich eine Rinne geschaffen, die bis zum Fuß des Brunnens führte. Jetzt musste nur noch die Ziegelwand des Brunnens zertrümmert werden, damit das Elefantenbaby frei herauslaufen konnte. Der Bagger zog sich zum Fahrzeug zurück, und die Retter sprangen hinein und begannen, auf den Brunnen zu hämmern. Sie hämmerten die Ziegel Stück für Stück weg. Es kostete viel Mühe, aber schließlich wurden große Risse in dem Brunnen sichtbar.
Die Elefantenmutter, die plötzlich die bevorstehende Befreiung ihres Kindes spürte, kam die Böschung hinunter und versuchte zu helfen. Sie drückte ihren Körper gegen die Wand und versuchte, sie aufzubrechen. Plötzlich fiel die Wand mit einem gewaltigen Krachen weg und gab ihr Baby frei. Das Kalb war endlich frei, aber es war noch nicht aus dem Schneider. Seine Mutter hatte die nasse und glitschige Böschung relativ leicht erklimmen können. Aber das Kind mit seinen kleinen Beinen hatte Mühe, aus der neu gegrabenen Erdrinne herauszukommen. Der starke Regen und der Schlamm machten es noch schwieriger. Es bedurfte der vereinten Anstrengungen von 5 starken Rettern, um ihn nach oben und zurück auf das flache Land zu schieben. Das Elefantenbaby rannte direkt zu seiner Mutter. Die Mutter umschlang ihr Kind mit ihrem Rüssel und gab laute Jubelrufe von sich. Ihr Glück war offensichtlich. Der Tierarzt untersuchte den Elefanten genauer und verabreichte ihm ein Medikament, das ihm bei eventuellen Schmerzen helfen sollte. Ansonsten war er aber in guter Verfassung, nur ein wenig durchgeschüttelt und zerkratzt. Die Retter jubelten und feierten, als sie sahen, wie Mutter und Sohn sich umdrehten und langsam in den Regen und die Wildnis hinausgingen. Doch bevor sie ganz verschwanden, drehte sich die Mutter um und schaute jedem der Menschen in die Augen, als wollte sie sich bedanken. Wenn es nicht geregnet hätte, hätte sie Tränen gesehen. Tränen des Glücks und der Erleichterung. Lass mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniere kostenlos den Kanal. Schau dir jetzt ein Video von einer Elefantenkuh an, die stundenlang an einem Loch grub. Als die Menschen herausfanden, was der Grund war, waren sie schockiert.